Hallo liebe Freunde, ein Gipfelkreuz in Zwickau, fragt ihr euch? Zwickau liegt doch zu Füßen des Erzgebirges. Dort gibt es doch gar keine Berge. Wo soll denn da ein Gipfelkreuz herkommen? Wenn es euch interessiert, kommt mit. Ich lade euch recht herzlich dazu ein. Ausgangspunkt unserer Wanderung ist das kleine, beschauliche Reinsdorf bei Zwickau. Klein und beschaulich heißt in diesem Fall aber nicht verschlafen. Reinsdorf hat nämlich eine ganze Menge zu bieten. Zum einen ist Reinsdorf eines der für unsere Region so typischen Waldhufendörfer. Wer regelmäßig meine Filme schaut, der kennt diese Art Dörfer bereits, von Burstendorf, Hennersdorf, Grünhainichen und so weiter. Aber Reinsdorf verfügt noch über eine weitere Besonderheit, nämlich die Kohle. In der Kirche von Bockwar sprach Herr Schirmer dieses Thema bereits an, und so finden wir hier im Ort sogar ein höchst interessantes Bergbaumuseum. Zum anderen führt hier die sächsische Kohlenstraße hindurch. Es ist geplant, diese bis nach Dresden weiterzuführen. Dieses wird jedoch Thema eines späteren Films sein. Denn jetzt wollen wir endlich losgehen zum ersten Ziel, dem Gipfelkreuz Reinsdorf. Der Startpunkt soll die Straße der Befreiung sein. Und von weitem sieht man schon das erste Objekt unserer Begierde. Doch zunächst biegen wir rechts auf diesen Feldweg ab und kraxeln nach oben. Auch wenn der Weg relativ leicht zu finden ist, stelle ich euch wie immer die Links von Komoot und Outdoor Active unten in die Beschreibung. Dort könnt ihr euch bei Bedarf die GPS-Daten herunterladen. Dreht euch trotzdem öfter um, es gibt schöne Motive und Bilder zu entdecken. Habt ihr mit dem Wetter Glück, dann könnt ihr bis ins westliche Erzgebirge, hier Richtung Kirchberg schauen. Den dortigen Bergbaulehrpfad im Hohen Forst mit seiner untergegangenen alten Bergbaustadt Fürstenberg sind wir ja sowohl im Sommer als auch im Winter bereits gemeinsam gelaufen. Seht ihr, so kurzweilig und schnell geht der Aufstieg und schon sind wir gleich oben. Und die Aussicht ist doch wirklich prächtig. Vom Wildenfelser Zwischengebirge bis in Richtung Wilkau, Zwickau schweift der Blick. Doch wie kommt hier so ein Gipfelkreuz her? Für unsere Region ist es doch eigentlich untypisch. Die Lösung des Rätsels klingt beinahe unglaublich, ähnelt aber ein wenig der vom Heinzelmännchen aus Grünau, welches wir bereits gemeinsam kennenlernen durften. Hier in Reinsdorf sind aber mehr als nur ein Heinzelmännchen am Werke gewesen. Gedankengeber ist Herr Körner, welcher seine Wurzeln in Bayern hat. Durch Besuche am kleinen und großen Aber, Oberpfalz und so weiter kam ihm der Gedanke, es könnte auch bei uns auf dem Berg ein Kreuz stehen. So machte er sich ans Werk und stellte es schließlich mit seinem Sohn mittels Kran auf. Das Zeichen vom Bergbau, welches am Kreuz befestigt ist, spendete das Bergbaumuseum. Später kamen Bank, Tisch, ein Gipfelbuch sowie eine Stele mit der Aufschrift „Ruh doch mal aus" hinzu. Haben wir lange genug dieser Aufforderung Folge geleistet, trennen wir uns von dem schönen Anblick und laufen noch ein Stück weiter hoch, bis wir an die Freitagsstraße stoßen. Diese queren wir und laufen zunächst ein kleines Stück parallel. Sehr gut zu erkennen sind auch hier die Zeugen der Geschichte des Steinekohlbergbaus, nämlich die Überbleibsel der Schächte Martin Hopp, welche sich bis nach Mühlsen hinunterzogen.
Selber schuld, wer diese sympathische Einladung nicht annimmt. Nach einigen 100 Metern können wir dann links abbiegen in die Reinsdorfer Straße hinunter Richtung Mühlsen. Keine Sorge, diese Straße ist nur wenig befahren und ihr könnt gemütlich nach unten bummeln. Doch aufgepasst, wir biegen schließlich links in diesen Feldweg ein und genießen, egal welche Jahreszeit herrscht, himmlische Ruhe. Schließlich führt uns unser Weg zunächst nach unten und wir erreichen die ersten der vielen Teiche im Amseltal. So schön die Teiche auch sind, wir müssen noch einmal einen kleinen Bogen nach oben machen und gehen über die Felder weiter in Richtung Mühlsen und dürfen staunen, welch interessante Gebilde schafft die Natur. Weit müssen wir jedoch nicht gehen und Mühlsen liegt zum Greifen nah. Wie erwähnt, auch hier sind die Überbleibsel vom Steinkohlebergbau noch zu sehen. Hindurch durch das Neubaugebiet erreichen wir die Vettermannstraße, welcher wir kurz folgen, ehe wir erneut links in die Badstraße einbiegen. Hier können wir am namensgebenden Bad vorbei dem Amseltalbach folgen. Dieser natürliche Bachlauf wurde bereits in der frühen Neuzeit genutzt, um diese Teiche künstlich anzulegen, welche heute wie an einer Perlenkette aufgefädelt erscheinen. Wobei es im 18. Jahrhundert noch bedeutend mehr Teiche gab. Sie dienten der Fischzucht und waren somit ein Bestandteil der Nahrungsversorgung der Bevölkerung. Günstig für die Bauern war, dass das Tal fast rechtwinklig zu den Fluren verlief. Somit konnte jeder Besitzer, je nach Flurbreite, einen bis mehrere Teiche bewirtschaften. Sauberes, fließendes Wasser des Baches konnte dementsprechend von jedem Eigentümer genutzt werden. Der letzte größere Teich wurde sogar zum Volksbad Mühlsen St. Jakob aus- und umgebaut. Nach 1990 erfolgte dann der Rückbau zum Teich. Ursprünglich war dieses Tal vollkommen bewaldet. Der Wald wird noch heute im Volksmund Bolprisch genannt. Besonders interessant, auf alten Karten ist dieser Eigenname tatsächlich verzeichnet. Schließlich gehen wir wieder nach oben. Erreichen erneut die Reinsdorfer Straße. Oben angekommen, überqueren wir wieder die Freitagsstraße und gehen mehr oder weniger gegenüber die Mühlsener Straße nach unten und genießen die wundervollen Bilder, welche uns dieser schöne Winterabend bietet. Wenn ihr Spaß an dieser winterlichen Wanderung am Rande der alten Steinkohlenreviere hattet, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen. In diesem Sinne, ciao und bis bald.